Im letzten Video wurden die Routing-Algorithmen von Track of the Day vorgestellt und im Detail erklärt. Heute werden unterschiedliche Vorgehensweisen für die Routenplanung gezeigt. Viel Spaß! Bei der Routenplanung gibt es drei Symbole, die an vielen Stellen auftauchen. Sie bedeuten stets, eine Route bei einer Lokation zu starten, dorthin oder über einen Punkt zu führen. Man findet diese Symbole bei POIs, im Street View Fenster, in Kontextmenüs, Pop-ups und an vielen weiteren Stellen. Bei der Berechnung des Routenverlaufs wird das jeweils eingestellte Routing-Profil verwendet. Im Routeneditor kann man für jeden Abschnitt einer Route ein spezielles Routing-Profil einstellen. So kann man leicht zwischen Autobahn und superkurvig wechseln. Hat man verstanden, wie die Funktionen hinter diesen Symbolen arbeiten und wie man Routing-Profile verwendet, kann man Track of the Day grundlegend bedienen. Kommen wir nun zum Thema Routenplanung. Die einfachste Form der Routenplanung ist die Verwendung von Städtenamen oder Adressen. Dazu gibt es die Schnellsuche. Man findet sie in der oberen linken Ecke der Karte. Gibt man hier Städtenamen oder vollständige Adressen ein, erhält man eine Liste von Treffern von den Microsoft Location Services. Außerdem wird in der lokalen Datenbank nach passenden POIs gesucht. Hier sehen wir dazu ein kurzes Beispiel. Alle Suchergebnisse kann man am Beginn einer Route einfügen, anhängen oder einen Via-Punkt erstellen. Die Symbole dazu haben wir gerade kennengelernt. Die leistungsfähigste Variante der Routenerstellung ist das Standardrouting. Hier wird die volle Funktionalität unterstützt. Man kann Kontextmenüs verwenden oder mit Kombinationen aus Tastatur und Mausklicks neue Routenpunkte erstellen. Darüber hinaus kann man POIs, den Routeneditor, Google Street View, Google Maps und vieles mehr verwenden. Kein anderer Routenplaner bietet diese Fülle der Möglichkeiten. Wenn es schnell gehen soll oder man die ersten Schritte unternimmt, ist das Quick Routing eine leistungsfähige Variante der Routenerstellung. Hier gibt es keinen Support durch Google Street View oder andere Tools. Jeder Mausklick erstellt einen Routenpunkt. Es ist ganz simpel. Es gibt eine Undo-Funktion und man kann Routenpunkte verschieben. Ist die Route fertig, kann man sie in die Liste der Routen übernehmen und später weiter bearbeiten. Eine wertvolle Hilfe bei der Routenplanung sind Points of Interest oder kurz POIs. POIs werden in der lokalen Datenbank verwaltet und man kann sie in die Karte einblenden. POIs, die noch nicht lokal vorhanden sind, kann man mit der POI-Supersuche und aus vielen weiteren Quellen importieren. Wer mehr wissen will, schaut sich das POI-Tutorial an. Der POI Live View stellt dabei eine Liste aller sichtbaren POIs bereit. Er kann POIs nach POI-Kategorie filtern und löschen. Auch das Einblenden entlang einer Route ist möglich. Auch hier findet man die drei Routing-Buttons, mit denen man neue Routen erstellen oder POIs in eine Route integrieren kann. Kakimoto ist der Superkurvenassistent von Track of the Day. Man kann ihn mit vorkonfigurierten POIs, den sogenannten Kaks, füttern. Außerdem kann er Routing Overlays verwenden.
Mit Kakimoto können Routen erstellt oder bestehende Routen immer wieder neu variiert werden. Kakimoto ist dabei weltweit einzigartig. Kein anderer Routenplaner hat eine ähnliche Funktion. Öffnet man die Google Maps Karte und selektiert dort einen POI, kann man diesen als Start- oder Endpunkt einer Route verwenden. Via-Punkte sind hier ebenfalls möglich. Ist man bei Google Maps angemeldet, kann man die 3D-Globus-Ansicht aktivieren. Damit kann man die Topografie der Erdoberfläche sehr schön darstellen und bekommt bereits während der Planung eine sehr gute Vorstellung, mit welchem Auf und Ab man später zu rechnen haben wird. Besonders bei der Planung von Fahrradrouten ist das eine große Hilfe. Für Touren mit Anhängern, Bussen, Wohnmobilen oder LKWs ist der Tankstellenfinder von BP Aral interessant. Hier erhält man viele weitere Infos zu verfügbaren Diensten und Öffnungszeiten. Routen mit einem Wohnmobil lassen sich so ganz einfach auf der Basis der verfügbaren Tankstellen erstellen. Mit dem Campingplatzfinder und dem Stellplatzfinder funktioniert es ganz ähnlich. Beim Thema Routenplanung scheiden sich häufig die Geister. Manch einer schwört auf Kovia, andere auf MRA, wieder andere lieben Kalimoto. Weil das Spektrum so breit gefächert ist, sind in Track of the Day alle gängigen Routenplaner integriert. Die Liste sieht man hier. Die Integration funktioniert dabei für alle externen Planungssysteme in gleicher Weise. Man plant eine Route und exportiert sie im GPX-Dateiformat. Exportierte GPX-Dateien mit Tracks, Routen oder POIs werden automatisch erkannt und direkt geöffnet. POIs werden dabei etwas anders behandelt. Hier bekommt man zunächst den Dialog für den POI-Import zu sehen und kann POI-Typ, POI-Kategorie und gegebenenfalls auch Hashtags und so weiter vorgeben. Plant man mit Google Maps, funktioniert die Integration ein wenig anders, weil Google Maps keinen GPX-Export unterstützt. Wie es funktioniert, sieht man hier. Einige der integrierten Routenplaner bieten auch fertige Touren an, die als Inspiration sehr hilfreich sein können. Beispielsweise MRA stellt eine umfangreiche Tourdatenbank kostenlos zur Verfügung. Hier lohnt es sich einfach mal zu stöbern, um auf Ideen für neue Touren zu kommen. Ähnlich ist es bei Kalimoto. Aber die hier hochgeladenen Routen stammen von den Nutzern und werden in der Regel nicht redaktionell überarbeitet. Wer Routen für Radtouren und Wanderungen sucht, ist bei Komoot und Wikilog bestens aufgehoben. Wie man fertige Touren in Komoot findet, sieht man hier.
Die Datenbank von Wikiloc ist gewaltig und die Touren sind nach Aktivitäten kategorisiert. So findet man Enduro-Trails genauso schnell wie Touren für Quads, Straßenmotorräder oder Fahrräder sowie Wanderungen. Wie man eine Tour aus Wikiloc herunterlädt, sieht man hier. Eine gute Quelle für Motorradtouren ist auch die Webseite von Motorrad Online. Abonnenten finden hier redaktionell aufgearbeitete Touren mit ausführlichen Beschreibungen und vielen Fotos. Ist man kein Abonnent, hat man Zugriff auf Touren, die von Lesern hochgeladen wurden. Wie man sie findet und öffnet, wird hier gezeigt. Auch bei Route U findet man allerlei schöne Routen für Fahrrad oder Motorrad. Wie es bei dieser Website funktioniert, zeige ich jetzt. Über die Cloud-Dienste von Track of the Day kann man seine besten Touren mit anderen Nutzern teilen. Inzwischen sind hier viele hundert Tracks und Routen verfügbar. Die Cloud-Dienste öffnet man über den Button mit der Wolke und den beiden Zahnrädern. Hier gibt es zwei Listen. Oben sieht man seine Tracks, darunter seine Routen. Oben im Dialog ist ein Expander, den man aus den Einstellungen kennt. Klickt man hier, werden die Suchoptionen eingeblendet. Nun kann man statt seiner eigenen Touren Tracks und Routen finden, die von anderen Nutzern geteilt wurden. Markiert man die Checkbox Kartenausschnitt, kann man im selektierten Kartenbereich nach Tracks und Routen suchen. Hier sehen wir dazu einige Beispiele. Beim Upload von Routen ist neben dem Format TD Native auch die Verwendung der Einstellungen für den Export zu verschiedenen Navigationsgeräten möglich. So kann beispielsweise ein Tourguide eine Route für den neuen und den alten BMW Navigator über die Cloud mit seinen Reiseteilnehmern teilen. Werden Routen in diesem Format geteilt, müssen sie auf den Zielgeräten berechnet werden. Das gilt umgekehrt auch für Track of the Day, wenn Routen direkt in die Datenbank heruntergeladen werden. Ist eine Route nicht berechnet, wird sie automatisch mit dem aktuell eingestellten Routing-Profil berechnet, damit Distanz, Kurvigkeit, Höhenprofil usw. in der Datenbank angezeigt werden können. Alle Tracks und Routen, die man aus externen Quellen oder aus der TD Cloud heruntergeladen hat, kann man frei nachbearbeiten. Dabei wird man Tracks in der Regel in eine Route konvertieren und nach der Bearbeitung als Route und Track wieder exportieren.
Etwas anders sieht es bei Offroad-Abenteuern aus. Gibt es zum Verlauf eines Treks keine bekannten Straßen oder Wanderwege, kann man in Routen konvertierte Treks in der Regel nicht berechnen. Viele Abschnitte des Trans-European Trails oder kurz TET führen über Feld- und Wanderwege. Hier funktioniert in der Regel nur die Pfeilnavigation von Garmin-Geräten. Damit diese so präzise wie möglich ist, kann man Teile des Treks in eine Route konvertieren und dann mit 100 Shaping-Punkten anreichern. Wie das funktioniert, sehen wir hier. Danach kann man die Route mit dem Routing-Profil Luftlinie berechnen. Im Ergebnis hat man eine geschätzte Fahrzeit und eine ungefähre Distanz. Kommen wir zur Nachbearbeitung von Routen. Hat man eine Route aus einer externen Quelle heruntergeladen, wird sie zumeist so wie sie ist nicht passen. Fast immer wird man Start und Ziel anpassen müssen, weil die Route nicht zum gebuchten Hotel passt oder eine Straße gesperrt ist. Die Gründe sind vielfältig. Alle wichtigen Routing-Funktionen erreicht man unter anderem über das Kontextmenü der Karte. Klickt man mit der rechten Maustaste, kann man eine geöffnete Route beim geklickten Punkt auf der Karte starten oder enden lassen. Der Punkt kann auch als Via- oder Shaping-Punkt in die Route integriert werden. Ist die geöffnete Route eine Rundtour, kann man Start und Ziel bei einem beliebigen Ort auf der Karte festlegen. Die Rundtour wird dann passend gedreht und es werden An- und Heimreise integriert. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo. Wenn du die kleine Glocke anklickst, wirst du künftig benachrichtigt, wenn es neue Tutorials zu Trek of the Day gibt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald.